und herzlich willkommen. Ich bin Michaela May und ich freue mich, dass Sie mich begleiten. Und zwar auf den größten Strom Südostasiens, den Mekong. Wir starten unsere Flussreise hier im ursprünglichen Laos. Und wir fahren auf dem Wasserweg hoch bis ins Goldene Dreieck nach Thailand. Aber bevor wir ablegen, möchte ich noch Luang Prabang, die alte Königsstadt, tief in den grünen Bergen von Laos erkunden. Das Abenteuer beginnt. Kommen Sie einfach mit. Wer in Luang Prabang, dem spirituellen Zentrum von Laos, was erleben will, muss zeitig auf den Beinen sein. Früh morgens nämlich, wenn die Mönche aus ihren Klöstern und Tempelanlagen kommen, um ihre Reisspende für diesen Tag zu erhalten. Dieser traditionelle Almosengang ist kein Betteln, sondern vielmehr eine Ehre für die Spender. Der Wat Xieng Tong, übersetzt Kloster der Goldenen Stadt, ist der berühmteste Tempel der Stadt. Dieses wunderschön naiv gearbeitete Glasmosaik stellt einen Wunschbaum dar, der in der asiatischen Mythologie einen festen Platz hat. Der Sim, das Heiligtum des Tempels, steht hier seit 1561. Im Inneren des Tempels befindet sich dieser Altar mit vielen Buddha-Figuren. Was für eine spirituelle Atmosphäre. Übrigens leben in fast allen der über 60 Tempel von Luang Prabang Mönche. Mehr als 2000 sollen es heute sein. Bis zur Abschaffung der Monarchie 1975 war Luang Prabang die Königsstadt von Laos. Hier der Erbauer des Königspalastes, der vorletzte König von Laos. Luang Prabang und seine Menschen mit ihrer einzigartigen Kultur sind seit 1995 UNESCO-Weltkulturerbe. Touristen schätzen mehr und mehr die Ursprünglichkeit des kleinsten Landes der Mekong-Region. Das Leben findet überwiegend auf der Straße statt. Es gibt eine bunte Auswahl an Kunsthandwerk und Mitbringseln für die Lieben zu Hause. Seit fast 40 Jahren hat Laos als eines der letzten Länder weltweit eine pro-sozialistische Regierung. Früher bestimmte die Kolonialmacht Frankreich über die Geschicke des Landes. Zeugnis der kolonialen Zeit gibt die Architektur der vielen Restaurants und alten Bauten links und rechts der Hauptstraße. Auf diesem typisch laotischen Markt bekomme ich einen ersten Eindruck, wie ursprünglich und authentisch es hier wirklich noch ist. Ich stürze mich ins Getümmel. Neben Fisch und Früchten scheint in Laos viel Exotisches im Kochtopf zu landen. Lebhaft geht es auf dem Markt zu. Es wird geprüft, gefeilscht und gekauft. Ja, auf jeden Fall haben wir hier frischen Fisch aus dem Mekong. Zeit für den Abschied von der alten Königsstadt Luang Prabang. Ich gehe an Bord der Mekong Explorer. Hier werde ich willkommen geheißen mit klassischer laotischer Musik, die Bestandteil der traditionellen Baki Freundschaftszeremonie ist. Auch wenn ich kein Wort verstehe, die guten Wünsche für meine 8-tägige Reise auf dem Mekong kommen trotzdem an. Als Symbol der Baki-Zeremonie werden uns weiße Bändchen um die Handgelenke geknotet. Diese Bändchen sollen, so der Glaube, auf jeden Fall bis zum Ende der Reise getragen werden. Mein erster Wunsch ist bereits Realität.
Es geht los auf große Entspannungsfahrt. Ich mache mich vertraut mit den komfortablen Gegebenheiten an Deck, währenddessen die üppige Vegetation an mir vorbeizieht. Wir fahren flussaufwärts auf der Mutter aller Flüsse, wie die Laoten liebevoll ihren Mekong nennen. Beim nächsten Stopp erwartet uns ein außergewöhnlicher Platz. So, hier kommen wir jetzt zu den Pak-U-Höhlen. Pak-U heißt offener Mund. Und hier an diesem Eingang kann man sehen, wie der Wasserstand in den Jahren 2008 und 1966 war. Wenn Sie mal hier oben schauen. Und So hoch? So hoch war das, ja. Das war ein Hochwasser, überall Reisfelder überflutet gewesen. So hoch kann der Mekong werden. So, und schauen Sie, hier gibt es über 4000 Buddha-Statuen. Vor Hunderten von Jahren wollten die Chinesen Laos übernehmen. Und da hat der König von Luang Prabang gesagt, nein, wir verstecken alle unsere Buddha-Statuen hier in diesem offenen Mund. Und seitdem ist dies eine heilige Stätte, wo jetzt auch zu heutiger Zeit die Einheimischen hinpilgern. Einmal im Jahr werden die Buddhas gewaschen, das ist Tradition, eine Art heiliges Ritual. Hauptverkehrsmittel auf den Seitenarmen des Mekong sind diese Longboats. Teilweise bis zu 50 Kilometer schnell. Die meisten fahren wie wir eher gemächlich dahin. Mit viel Zeit, das zu genießen, was sich am Uferrand bietet. Ziel ist ein Dorf in den Bergen. Die zum Volk der Khmu gehörenden Einwohner leben in einfachen Bambushäusern auf hohen Stelzen. In diesen Pfahlbauten wohnt oft eine ganze Großfamilie unter einem Dach. Hier ist Internet ein Fremdwort und Handy auch. Gut so. Niemand scheint etwas zu vermissen. Ich auch nicht. Die Kinder freuen sich über unseren Besuch. Nein, nicht nur wegen der Süßigkeiten, obwohl die natürlich auch gerne genommen werden. Durch Spenden der Kreuzfahrtgäste konnte in dem Dorf eine Schule gebaut werden, in der die Kinder bis zur 5. Klasse unterrichtet werden. Grundkenntnisse in Laotisch, Mathe, Englisch und Geografie werden hier vermittelt. So fröhliche, schöne Kinder. Wahnsinn. In jedem Dorf hängt so ein Plan. Auf dem ist die Nutzung des Waldes festgelegt und wo Reis angebaut werden darf. Die Körbe für den Transport der Reisernte werden vor Ort in liebevoller Handwerksarbeit hergestellt. Die Frauen der Region beherrschen diese farbenprächtige Webekunst. Das ist eine unglaubliche Arbeit, so schön. Aber wie viele Stunden sitzt man, um einen solchen Schal zu machen? Stunden? Ganze 3 Tage für einen Schal. Fast jedes Dorf braut hier seinen eigenen Lau Lau. Das ist weißer Mekong-Schnaps, der aus Klebereis in dieser einfachen Destille gebrannt wird. Warmer Reisschnaps. Sendem heißt Prost auf Laotisch. Der hat's in sich. Meine Reise führt mich weiter in Richtung Norden auf diesem asiatischen Strom, der insgesamt über 4000 Kilometer lang ist. Wir sind fast die einzigen Reisenden hier, denn dieser ursprüngliche Abschnitt wird nur von der Mekong Explorer und ihrem Schwesterschiff befahren. Kapitän Huang sorgt dafür, dass wir die anspruchsvollen Stellen und schwierigen Stromschnellen gekonnt umschiffen. Sein ganzes Leben hat er auf dem Mekong verbracht. Diese Erfahrung ist sein Kapitänspatent. Das fühlt sich nicht nur sicher an, sondern lässt mich die Zeit auf dem schönen Schiff mit seinen nur 16 Passagierkabinen unbeschwert genießen.
Wollen Sie mal mein Zimmer sehen? Dann kommen Sie mal mit. Sie sehen, es fehlt an nichts. Wo ist denn mein Bademantel? Das Tollste ist nämlich, hier gibt's Massage an Bord. Bei so viel Komfort bleiben wirklich keine Wünsche mehr offen. Vergessen ist der Rest der Welt. Ich fühle mich jetzt schon komplett entspannt und erholt. Zusammen mit Kreuzfahrtdirektor Benedikt und Koch Ning gehe ich an Land. Während der Trockenzeit werden am fruchtbaren Mekong-Ufer übrigens Obst und Gemüse angebaut. Unser Ziel ist der Markt der Uferstadt Pak Beng. Wir wollen Kochzutaten kaufen. Gut, dass Benedikt Laotisch spricht. Die Auberginen sehen hier so aus, nicht auberginenfarben. Eher wie grüne Tomaten. Was brauchen wir? Langbohnen? Ja, zuallererst mal Langbohnen. Sü neu neu gadai. Koriander mag ich gern. Kommt das auch rein? Koriander, genau, brauchen wir auch. Und ein paar der Frühlingszwiebeln. Auch Koch Ning hat bei der Auswahl und Bezahlung ein Wörtchen mitzureden. 5000 Kip, 50 Cent für alles. Das kommt mir wirklich günstig vor. Zurück an Bord werden unsere Einkäufe zu grünem Papayasalat verarbeitet. Jetzt die Langbohnen, die wir heute Morgen auf dem Markt gekauft haben. Das ist, glaube ich, das A und O, wie man schneidet. Da unterscheidet sich der laotische Salat vom deutschen. Now try. Sehr gut, sehr scharf. Oh. Scharf, ja, aber sehr gut. Süß-sauer. Sehr scharf, aber knackig. So wird nicht nur das Kochen, sondern auch das Essen zu einem genussvollen Gemeinschaftserlebnis. Nachts liegt das Schiff an einer der vielen weißen Sandbänke des Mekong. Die neugierigen Kinder aus den nahen Dörfern werden zu willkommenen Gästen für Gesang, Tanz und eine schöne Tradition. Das Absenden von Wünschen für die Zukunft mittels dieser Papierlampions. Und wer, wenn nicht der Mekong und der nächtliche Himmel von Laos, könnte besser geeignet sein für die Erfüllung von vielen Träumen und Wünschen? Da fliegen sie dahin, alle guten Wünsche. Ich wünsche mir auf jeden Fall, ich möchte hier wieder herkommen. Das ist so schön und so ursprünglich und so romantisch. Ich kenne wenig Länder, die dem in irgendeiner Form gleich sind. Laos nannte sich früher selber das Land der 1000 Elefanten. Circa 1500 gibt es heute noch. Davon leben knapp 1000 wild im Dschungel und etwa 500 befinden sich in Menschenhand. Irgendwie hat man ja das Gefühl, die wollen mit einem so ein bisschen schmusen. Aber ich glaube, das täuscht das Gefühl. Elefanten pflegen eine lebenslange symbiotische Beziehung mit ihrem Mahut, ihrem Führer. Sogar beim täglichen Bad sind sie unzertrennlich. Tauchgang, Dusche und Elefantenküsse inklusive. Müssen die baden? Müssen baden wegen den Parasiten. Die fressen sich in die Haut, dann können die Elefanten aggressiv werden. Deshalb ist für einen Mahut ganz wichtig, jeden Tag mit seinem Elefanten baden zu gehen, den einmal abzuschrubben. Auf unserer Mekong-Reise von Laos Richtung Goldenes Dreieck
gilt es, so manch anspruchsvollen Flussverlauf zu überwinden. Dabei hilft manchmal eine ganze Dorfgemeinschaft. Wenn es notwendig ist, packen über 120 hilfreiche Hände zu, um die Motoren der Mekong Explorer zu unterstützen. Ein riesiger Spaß, der ein bisschen aussieht wie David gegen Goliath. In diesem Fall gewinnen beide und die Fahrt geht weiter. Der asiatische Strom wird immer schmaler und die Ufer steiler. Am Abend erreichen wir die Grenze von Thailand. Hier heißt es Abschied nehmen von meinem schwimmenden Zuhause. Ich verlasse Laos und das nächste Abenteuer wartet. Thailand heißt mich willkommen mit dem pulsierenden Grenzort Chiang Khong. Willkommen im goldenen Dreieck. Namensgeber des goldenen Dreiecks ist das Dreiländereck Myanmar, Thailand und Laos. Oder auch das Gold, mit dem chinesische Händler anfänglich das Opium aus der Region bezahlten. In der Vergangenheit lebte ein Großteil der Bevölkerung vom Drogenhandel oder Opiumanbau. Heute leben zahlreiche Einwohner vom Reisanbau. Im SOS-Kinderdorf in Chiang Rai, im armen Norden Thailands, wird verlassenen Kindern und Waisen geholfen. Es wartet eine ganze Kinderschar auf mich. Hier sind 14 SOS-Familien zu Hause. Misha Nan aus Pattaya ist hier schon seit 8 Jahren SOS-Mutter und betreut 10 Kinder zwischen 8 und 17 Jahren. Die 4 Mädchen und 6 Jungen wohnen zusammen und teilen den Alltag. Heute auch mit mir. Oops. Like this? Yeah. Okay. Like this? Okay. Ich war schon in einem SOS-Kinderdorf in Afrika, aber noch nie in Thailand. Das ist immer wieder überraschend, wie gesund und strahlend Sie in dieser Familie aufwachsen und welche Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie aufwachsen in so einer Familie. Sie können nämlich studieren, Sie können hier in die Schule gehen und Sie haben eine Mutter. Die Mutter sitzt hier, die, solange Sie aufwachsen und darüber hinaus, immer für Sie da sind. What will you do later? Welchen Beruf möchtest du später ergreifen? Ärztin oder Krankenschwester also. Über 500 Kinder haben hier schon seit der Gründung des SOS-Kinderdorfes vor 8 Jahren ein liebevolles Zuhause gefunden. Das macht auch mich sehr dankbar. Thank you. I did like it very much. I think it's all very lucky children and very good mothers. And thank you for this wonderful afternoon. Thank you, all of you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Meine Reise auf dem Mekong endet leider schon hier am Goldenen Dreieck. Abwechslungsreiche Tage auf dem asiatischen Strom liegen hinter mir. Am meisten beeindruckt haben mich die üppige ursprüngliche Natur und die freundlichen und zufriedenen Menschen hier in Laos und in Thailand. Kop Chai. Danke, dass Sie dabei waren.